name is Rachel Shapiro. I'm part of the International Jewish Anti-Zionist Network. I'm here because a lot of these policies, or really all of these policies, are eerily similar to what my ancestors went through in the 30s and 40s. And I say ancestors, but it was really my family. It was my immediate family, my grandmother and my great-grandparents. And particularly as Jewish people, it is our responsibility to stand here in anti-Zionist protest against the terrorist state of Israel, as well as these policies by the German state, which are rapidly descending into authoritarianism. We stand here now, blocks away from the former German Reich's colonial administration, where imperial colonial genocides were first green-lighted, then planned, then covered up for a century. We stand here one block from the SS Reich Security's main office, the headquarters of the Gestapo, which kidnapped and disappeared millions and deported them to their deaths. We stand here aware that previous German regimes have used dehumanizing and deadly tactics to create a dangerous other, as they now do to Palestinians, to survivors of the Gaza genocide that they silence, disappear, and deport. We know how this goes, and we will not allow survivors of genocide to be disappeared. We will not allow our comrades to be vilified and criminalized for exercising their legal right to protest. We will not allow our friends to be deported for expressing dissent to the German state's murderous militarism and genocidal bloodlust. Ultimately, we see what's happening with the Berlin Four, which are 4 European and American citizens who are being deported not just without conviction, but some without charge. It warrants mentioning, or actually it's extremely important to mention, that this is not the first time these policies have taken place. In the past few months and also over the last years and decades, these policies have affected brown people, Arabs, Muslims, now Palestinians, where German government officials and the cops have been kidnapping survivors of the Gaza genocide off the street and illegally and unconstitutionally deporting them to Greece. Now is the first time when it's happening to people where there is a clear violation of a European right of movement. So we're here to say, not just for the Berlin Four, although obviously for them, but for all people who are being impacted by the criminalization of Palestine solidarity. We say absolutely no to deportations. We say absolutely no to the targeting of our comrades. And we're standing here today for one reason, and that is that the German state continues to unconditionally and wholeheartedly support the genocidal slaughter in Gaza. Since Israel broke the ceasefire on the 18th of March, they've murdered 500 children with the full support and backing of the German government. On the 23rd of March, 15 Palestinian aid workers from the Palestinian Red Crescent Society and the Palestinian Gazan Civil Defense were executed in cold blood at close range and buried by the Israeli occupation forces, and the world is watching. On the 27th of December last year, Dr. Hussam Abu Safia was kidnapped, and for 101 days since then has been held captive in inhumane conditions and tortured, and the world is silent. 14 months ago, in February of 2024, the world exploded on social media and said, "All eyes on Rafah." Today, 90% of the homes in Rafah are destroyed. 85% of the infrastructure systematically and deliberately destroyed, gone. Gaza is running out of time. Bigger bombs than ever seen before. The earth is shaking in Gaza. Human bodies are flying dozens of meters through the air. And anything that takes our attention away from the genocide is a distraction. And that's all these deportations are. A distraction. Empty words, not worth the paper they are written on. It's a pathetic and feeble attempt to intimidate those of us who stand up against the genocide, and it will not happen. To intimidate those of us who stand up against the ethnic cleansing of Palestine and the annihilation of the Palestinian people.
It is time for every person of conscience to escalate. If you are not actively resisting the genocide, you are complicit. There is no excuse. Every person has a moral duty to stand up and refuse to participate. For the last 17 months, we've been protesting out of love. To the Berliner Innensenats, to Kai Wegner, your disgusting, insidious attempts to discredit us and to vilify Palestinian solidarity is weak, and all it achieves is to expose the absurdity of this country and the disgusting racism and white supremacy that is deeply rooted in the core of German politics. Outside of your Zionist bubble, you are not taken seriously, and on the international stage, you look ridiculous. Your words mean nothing, and your condemnation, we wear it as a badge of honor. We stand here today to make one thing clear, and that is that our movement will not be intimidated. The more the German state tries to oppress us, the stronger we become, and we will not stop, and we will not rest. We remain steadfast in love and unconditional solidarity with the people of Gaza. The struggle for liberation is righteous and cannot be defeated. Long live the resistance. Viva, viva Palestina! Viva, viva Palestina! Viva, viva Gaza! Viva, viva Gaza! من المية المية! فلسطين عربية! فلسطين عربية! Wir von den International Youth and Students for Social Equality, den IYCC, wir begrüßen die heutige Demonstration. Und wir rufen alle Arbeiter, Studierende, Jugendliche, nicht nur hier in Berlin, sondern weltweit auf. Verteidigt die 4 Aktivisten und Genozid-Gegner. Macht diesen Protest zum Ausgangspunkt einer breiten und internationalen Kampagne, um ihre drohende Abschiebung zu verhindern. Unsere Antwort muss lauten: Der Angriff auf Shane O'Brien, auf Roberta Murray, auf Kasia Waschczyk, auf Cooper Longbottom ist ein Eingriff auf uns alle. Denn was ist das vermeintliche Verbrechen, für das sie kriminalisiert werden? Alle 4 haben gegen den Völkermord in Gaza protestiert, der laut offiziellen Zahlen bereits über 50.000 Opfer gefordert hat. Ausgerechnet hier in Deutschland werden wieder Menschen deportiert, weil sie gegen einen Genozid auf die Straße gehen. Mit haltlosen Vorwürfen und einem beispiellosen Verfahren, das sonst gegen schwere Straftäter angewandt wird, werden die 4 Aktivisten ihrer demokratischen Rechte beraubt. Es wird ein Präzedenzfall geschaffen, um künftig jegliche Opposition zu unterdrücken. Die Verfolgung der Berliner 4 richtet sich gegen die gesamte arbeitende Bevölkerung und Jugend. Erst holen sie protestierende Studierende, Einwanderer, Flüchtlinge. Wer ist als nächstes dran? Streikende Arbeiter, Schüler, die sich gegen die Wehrpflicht zur Wehr setzen. Der Fall geht weit über die Grenzen von Berlin hinaus. Er ist Teil einer internationalen Entwicklung. Weltweit eskaliert der Handelskrieg. Trump bereitet sich mit den neuen Zöllen auf einen Weltkrieg vor. Im Innern errichtet er einen Rahmen der Diktatur und zerstört sämtliche Sozialprogramme.
An den Universitäten in den USA werden Studierende wie Mahmoud Khalil, die friedlich gegen den Genozid demonstriert haben, festgenommen und inhaftiert. Der Doktorand Momodou Tal von der Cornell University sieht sich gezwungen, das Land zu verlassen, um einem ähnlichen Schicksal zu entgehen. Diese Szenen in den USA erinnern an die Diktatur in Chile oder Argentinien und auch zunehmend an die Methoden der Nazi-Herrschaft. Heute, vor genau 92 Jahren, am 7. April 1933, trat in Nazi-Deutschland ein Gesetz in Kraft, das die rasante Gleichschaltung der Justiz, der Verwaltung und der Universitäten ermöglichte. Das sogenannte Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums. Es lieferte den Rahmen für die Säuberung der Unis und Behörden von Jüdinnen und Juden, ebenso wie von politischen Gegnern, Kommunisten und Sozialdemokraten. In den USA erleben wir jetzt erneut eine Gleichschaltung der Hochschulen. Die Unileitungen beugen sich Trumps Forderungen und ermöglichen die Abschiebung von Kriegsgegnern. Doch auch hier in Deutschland errichten die Eliten einen Polizeistaat. Trotz ihrer Differenzen mit Trump sind sie sich in einem Punkt einig. Jeglicher Protest in der eigenen Bevölkerung soll mit allen Mitteln unterdrückt werden. 80 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg unterstützt die Bundesregierung einen Völkermord und rüstet wieder militärisch auf, wie seit Hitler nicht mehr. Der Bundestag und der Bundesrat haben über 1 Billion Euro an Kriegskrediten bereitgestellt. Sie nutzen jetzt den NATO-Krieg in der Ukraine als Anlass, um zum alten Großmachtwahn zurückzukehren und trommeln pausenlos für Kriegstüchtigkeit. Alle bürgerlichen Parteien unterstützen diese Kriegspolitik. Auch die Linkspartei hat der Aufrüstung im Bundesrat zugestimmt. Auch sie hat den israelischen Genozid verteidigt und in allen Landesregierungen, wo sie beteiligt ist, rigoros Geflüchtete abgeschoben. Die staatliche Repression und Kriegseskalation sind aber nicht einfach das Ergebnis einer falschen Politik des einen oder anderen Politikers. Sie folgen einer politischen Logik, der Logik des Kapitalismus. Weltweit können die Regierungen und Finanzeliten ihre Macht und ihren Reichtum nur noch mit autoritären Methoden erhalten. Sie sitzen weltweit auf einem Pulverfass. Überall wächst die Wut über die Kluft zwischen Arm und Reich. Sozialkürzungen und Massenentlassungen stehen bevor. Die Kriegskosten sollen auf die Arbeiter abgewälzt und die jungen Menschen als Kanonenfutter verheizt werden. Doch die Mehrheit der Bevölkerung lehnt diese Kriegspolitik ab. Und das wissen die Herrschenden. Sie fürchten sich vor einem Widerstand von unten und greifen deshalb immer offener demokratische Rechte an. Ihre Politik der Repression ist kein Ausdruck von Stärke, sondern von Schwäche. Sie verteidigen mit Händen und Füßen ein Gesellschaftssystem, das gescheitert ist und nur noch Elend und Krieg hervorbringt. In Gaza sehen wir jeden Tag den Abstieg des Kapitalismus in die Barbarei. Millionen Menschen fragen sich, wie kann diese Kriegsentwicklung endlich gestoppt werden? Wie können Abschiebungen verhindert werden? Ich glaube, eins ist klar. Nicht durch Druck auf die Regierungen oder Appelle an die kapitalistischen Parteien. Das ist eine Sackgasse, denn sie verfolgen in den Kriegen objektive, wirtschaftliche und geopolitische Interessen. Wir sagen, nur die internationale Arbeiterklasse, die mächtigste gesellschaftliche Kraft, kann den Kriegswahnsinn stoppen. Die International Youth and Students for Social Equality werden alles dran setzen, eine breite Kampagne zur Verteidigung der 4 Aktivisten zu unterstützen. Doch ihr Schicksal hängt davon ab, dass wir eine revolutionäre Bewegung in der Arbeiterklasse aufbauen, die gegen den Krieg und ihre Wurzel, den Kapitalismus, kämpft. Wie Rosa Luxemburg schon treffend sagte, stehen wir heute vor der Alternative Sozialismus oder Barbarei. Vielen Dank.